Während wir die letzten schönen Sommertage draußen genießen, schauen noch viele von uns mit einem gewissen Unbehagen auf unsere europäischen Nachbarländer und auf die dort wieder stark steigenden Corona-Infektionszahlen. Wir alle wissen zurzeit nicht, wie sich der Herbst entwickelt, vor allem dann, wenn wieder mehr Aktivitäten von draußen nach innen verlagert werden müssen. Und weil bei uns an der FAU mittlerweile viele Fragen auflaufen, wie denn das Wintersemester wohl werden wird, will ich in den folgenden Wochen wieder regelmäßig einen kurzen Ausblick geben. Lassen Sie mich mit dem Hybridsemester beginnen. Im Augenblick laufen bei uns an der FAU die Planungen für das Wintersemester 2021 auf Hochtouren. Denn wir wollen diesmal den Spagat schaffen zwischen so viel Normalität und Präsenz wie möglich und so viel digitaler Lehre wie nötig. Die Vorlesungszeit startet, und ich habe das bereits mehrfach hier im Podcast erwähnt, am 2. November mit dem vielfach bereits angekündigten Hybridmodell. Aber was genau heißt das für uns? Es bedeutet, dass wir Präsenzlehre und Online-Lehre-Veranstaltungen so kombinieren möchten, dass alle Bedürfnisse bestmöglich bedient werden. Es wird ein großes Online-Angebot geben, sodass Studierende, die aus welchen Gründen auch immer nicht auf den Campus kommen können, nicht benachteiligt sind. Gleichzeitig haben wir für die Präsenzveranstaltungen, wie zum Beispiel Übungen oder Praktika, Vorkehrungen getroffen, die den Aufenthalt in Präsenz so sicher wie möglich machen. Dazu gehört zum einen ein etwas überarbeitetes Hygienekonzept auf Basis der Hygienerichtlinien der Uni Bayern, das übrigens bayernweit gilt und kürzlich verabschiedet wurde. Das meiste darin kennen Sie, von der Abstandsregelung bis hin zur Handhygiene. Wichtig aber ist, dass wir zur Kontaktverfolgung eine Lösung haben, die einfach zu nutzen ist. Die von uns angestrebte Digitallösung werden wir in Kürze mit unserer Digitalministerin der Öffentlichkeit vorstellen. Wie viel online und wie viel in Präsenz unterrichtet wird, ist von Studiengang zu Studiengang ein bisschen unterschiedlich. Liebe Studierende, schauen Sie daher unbedingt schon jetzt, spätestens aber ab dem 12. Oktober regelmäßig auf den Webseiten Ihrer Fakultät und Ihres Studiengangs vorbei. In unserem Online-Vorlesungsverzeichnis Univis wird bis zum Studienstart für jede Vorlesung ganz klar vermerkt sein, ob sie in Präsenz oder online stattfindet. Machen Sie sich also keine Sorgen. Wir steuern zwar auf ein weiteres ungewöhnliches Semester zu, aber ich denke, wir sind mittlerweile alle in Übung und gemeinsam werden wir das schon hinkriegen. Neben den Vorlesungen sind natürlich die Prüfungen sehr wichtig. Auch wenn wir im Moment bereits wieder viele Präsenzprüfungen durchführen, so ist es nicht für alle Prüfungen möglich, physisch an einer Prüfung auf dem Campus teilzunehmen. Die Gründe hierfür sind vielfältig und auch zum Teil offensichtlich. Studierende im Ausland, die im Moment zwar sehr wohl online studieren können, aber nicht für eine Prüfung einreisen können, sind ebenso betroffen wie Studierende, die Risikogruppen angehören oder zum Beispiel aufgrund eines riskanten Kontakts unter Quarantäne stehen. Auch sie müssen aber die Möglichkeit haben, ihre Prüfungen unter gleichen Bedingungen abzulegen. Daher hat unser Wissenschaftsminister Siebler am Montag die bayerische Fernprüfungsverordnung, also den tatsächlich unfassbar langen Namen erspare ich Ihnen hier, vorgestellt, die rechtssichere Rahmenbedingungen für Fernprüfungen schafft. Sie ist in enger Abstimmung mit den Universitäten entstanden und demnach sind auch bereits praktische Erfahrungen von uns aus dem Corona-Semester eingeflossen. Die Verordnung berücksichtigt eine Vielzahl von Anforderungen, die bislang das Thema Fernprüfungen erschwert oder sogar unmöglich gemacht haben. Angefangen von den grundsätzlichen Fragen wie Datenschutz, Vertraulichkeit oder Unverletzlichkeit der Wohnung bis hin zu ganz praktischen Fragen wie der eindeutigen Feststellung der Identität eines Prüflings, technische Störungen oder Möglichkeiten, Täuschungsversuche zu verhindern. Herausgekommen ist aus unserer Sicht als Unis ein sehr sinnvolles Regelwerk, in dem wir trotzdem auch noch die Chance haben, hochschulspezifische Themen mit einzubringen. Und bei dem Ganzen darf man nicht vergessen, die Verordnung wird rückwirkend zum 1. April 2020 angewendet und geht ab jetzt in die Erprobungsphase. Details dazu werden wir sicherlich in den kommenden Wochen haben. Aber sagen können wir an der Stelle zumindest sicher, jeder oder jede, der oder die geprüft werden will oder muss, kann an der FAU geprüft werden. Mit all diesen positiven Nachrichten möchte ich für heute schließen. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Restwoche und bleiben Sie gesund.